Bild, das ist vor unserem Eingang der Weinstube aufgenommen worden. Und dann fand ich das alles sehr doch ergreifend und bin irgendwie neugierig geworden. Ich hatte da natürlich langsam durch den Einblick in den Akten die biografischen Daten von den Personen im Kopf. Und dazu kann ich nur sagen, also das Shoah-Interview wurde mit der Esther gemacht. Das ist die ganz kleine hier, die ist 5.12. Geburtstag in München geboren. Dann heißt, das Bild muss irgendwie ich würde mal sagen 23 hier aufgenommen worden sein. Das ist der Vater, Abraham Ebe, da sieht man A. Ebe, Inhaber Lederwaren. Das ist seine Frau Selma. Die kam 1911 nach Deutschland. Da hatten die schon 2 Töchter. Das ist die älteste, das ist Regina. Die ist schon in Warschau noch geboren. Und die Mary, das ist die zweitälteste Tochter, die ist auch in Warschau geboren. Und diese beiden hier, das ist die Rosa und das ist der Leo. Und der Leo wurde in Hannover geboren und die Rosa in Offenbach. Die Kinder gingen hier alle in diese Schule. Und die haben ja auch teilweise Zeugnisse besorgen müssen. Auch eine Aussage von Lehrern, die überlebt haben aus der Schweiz, gibt es, dass der Leo ein guter Schüler war und dass die Rosi eine gute Schülerin war. Und solche Sachen findet man in den Akten. Die sind hier alle in die Schule gegangen. Und irgendwann wurde es dann ja auch politisch ganz schrecklich. Die Esther erzählt das von, wie sie hier beschimpft und bespuckt worden ist und dass man einfach nicht mehr in die Schule gehen will oder so. Die Esther schildert das, die Mutter morgens um 5 Uhr klopft, das SS oder SA, ich weiß jetzt gar nicht mehr, und packt eure Sachen, die wurden weggetrieben zur Polizei und dann mit dem Zug an die polnische Grenze. Und diese ganze Sache nennt sich Polenaktion. Das war vor dem ganzen systematischen Deportieren. Und dann ist das der Leo. Und das Bild wurde aufgenommen im Warschauer Ghetto, hat er mir erzählt. Und Todeszeitpunkt, da war er 22, sie war 24. Das ist sie. Und sie war ja schon 33 mit dem Mann und den Schwiegereltern nach Frankreich und hatte auch ihr Kind natürlich mitgenommen. Das ist 1930 geboren hier in der Wittelsbacher oben, der Henry, der dann uns hier zur Stolpersteinlegung besuchte. Und dann haben wir aber relativ spontan gesagt, wir lassen doch mal Stolpersteine herlegen. Weil wir wissen auch, das dauert alles sehr lange und wir waren uns aber hier als Betreiber einig, dass wir das irgendwie dokumentieren wollen. Und wir hatten dann auch, nachdem ich immer mehr Informationen hatte, schon hier Bilder aufgehängt, das im Schaufenster gesetzt und hatten dann den Termin bekommen. Am 17. Mai 2018 sollte die Stolpersteinlegung stattfinden. Und Olivia hatte dann auch geschrieben, sie will eigentlich gar nicht nach Frankfurt kommen. Also sie hatte sich ja schon überwunden, für die Buchmesse zu kommen. Und dann schrieb sie aber, ihr Vater würde kommen. Und dann habe ich mit ihm angefangen zu schreiben und sie an. Ich wusste ja gar nicht, wer das ist. Also das wusste ich dann aus den Unterlagen, dass er 30 hier in der Wittelsbacher 32 geboren ist und so weiter. Und mit 2,5 oder 3 Jahren ist seine Mutter mit ihrer Familie, also die Rosenthals, mit Schwiegereltern auch und ihrem Mann und so weiter in Untergrund in Frankreich. Und dann schrieb er mir gleich in Deutsch, E-Mails auch, also er würde kommen. Wir haben gewartet und haben sie empfangen und ganz, ganz herzliche, nette
Person. Und ich hatte einfach wirklich auch ein bisschen Angst gehabt, gar. Man weiß ja, kann sich ja vorstellen, was das, ich kriege jetzt Gänsehaut noch, was das heißt, ja, allein der Mut hierher zu kommen. Und dann sind wir am nächsten Tag mit ihnen dann hier in Frankfurt, haben wir gefeiert, am Main Tower und in die Altstadt, das bin ich mit dem gelben Mantel. Die Altstadt, das hat sie interessiert. Und eine Schiffsfahrt auf dem Main und an der Schirn waren wir. Und die sind richtig reizend. Das ist Monique und das ist Henry. Da gibt es Bilder, wo wir hier hinten sitzen mit denen und das war so richtig lustig und ja, man hat das einfach alles verdrängt. Ja. Und das war auch jetzt nicht, dass ich zu der Tochter fragen wollte. Ja, das war einfach zu dicht. Ja. Er hat immer sich so bedankt, dass für die Recherche auch, das hatte ich ihm dann auch alles geschickt, und für die schönste Reise seines Lebens hier, das muss ich einfach sagen, ja, das war richtig, ja, so eine Dankbarkeit uns gegenüber, ja. Ja, aber der Ort ist ein anderer geworden, seitdem das so eine Geschichte hat. Es hat natürlich auch unsere Geschichte, eine junge Geschichte. Aber seitdem bin ich hier ganz anders präsent.